ganz herzliches Hallo an alle. Aus weniger mehr machen, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Baustein für nachhaltiges Design. Ein Schalenstuhl wie Yonda macht das, indem er alle Funktionen in einer Form verschmilzt. Sitz, Lehne und Armlehnen bilden eine Einheit. Alles hängt mit allem zusammen. Die Schale umschließt uns und schenkt uns ein wohliges Gefühl von Geborgenheit. Für uns als Designer gibt es aber noch eine weitere, sehr, sehr wichtige Aufgabe. Wir müssen es schaffen, mit Yonda Emotionen zu wecken und Sinnlichkeit zu erzeugen. Yonda muss begeistern. Kurzum wollen wir ein Produkt schaffen, das sexy und begehrenswert ist. Denn Nachhaltigkeit muss attraktiv sein, nur so können wir etwas bewirken. Nachhaltigkeit aus unserer Perspektive heißt, wir trennen nicht so sehr zwischen Vernunft und Spaß. Verzicht ist keine Option. Vernunft muss Spaß machen und Spaß muss nicht komplett unvernünftig sein. Wir müssen verstehen, dass Nachhaltigkeit einen Mehrwert darstellt, der unsere Lebensqualität verbessert. Unsere Gesundheit ist direkt mit der Gesundheit unseres Planeten verbunden. Die Produkte selbst und ihre Fertigung müssen nachhaltig werden. Wir wollen ökologisch korrekte Produkte mit all den Qualitäten, die gut sind und die uns gut tun, zu einem guten Preis. Damit wir Ihnen jetzt noch ein paar Eindrücke in die Entwicklung des Designs geben können, würden wir jetzt auf unseren Bildschirm umschalten, beziehungsweise was wir da vorbereitet haben. Nun ja, also für Yonda bedeutet das ein super komfortabler, schöner Stuhl mit einer ästhetischen Qualität, die kurzlebige Trends überlebt, hergestellt aus recycelten Materialien, die wieder recycelt werden können und all das zu einem vernünftigen Preis. Karl Valentin sagte einmal, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Genauso würde ich auch unsere Arbeit an Yonda beschreiben. Ausgehend von Skizzen über viele kleine Modelle haben wir uns sorgfältig an die Form herangetastet. Das bedeutet eine Menge Feintuning in unzähligen Schritten. Zum Beispiel bei diesem Detail. Um eine einladende Geste mit einer großzügigen Kurve zu beschreiben, ist es entscheidend, wo genau die Armlehne beginnt. Je tiefer der Startpunkt, desto größer die Geste. Bei der Armlehne selbst geht es darum, wie breit sie sein muss, um echten Komfort zu bieten, und wie breit sie sein darf, ohne an Eleganz zu verlieren. Auch im Rückenbereich muss die Form der Sitzschale an den Körper angepasst sein, wie eine zweite Haut. In einem sanften Gegenschwung wölbt sich die Schale im Lordosenbereich nach vorne und stützt den Rücken. Ergonomie, die man bei anderen Schalenstühlen findet. Und sehr wichtig, der Lichtreflex auf der Außenkante muss eine perfekte, harmonisch fließende Kurve sein. Es ist diese Kurve, die unseren Blick leitet. Jede Menge kleiner Feinheiten, aber wir sind überzeugt, dass der Benutzer diese Detailliebe nicht nur sieht, sondern auch fühlt, sobald er Platz nimmt. Die meisten Produkte sind gekennzeichnet durch Nachlässigkeit. Ihnen fehlt die Sorgfalt, die Tiefe. Genauso schnell, wie sie auf den Markt kommen, sind sie auch schon wieder weg. Persönlich halte ich Langlebigkeit für die wichtigste Eigenschaft, wenn es darum geht, nachhaltige Produkte zu gestalten. Langlebigkeit erscheint mir ebenso wichtig wie der Einsatz ökologischer Materialien und Herstellungsprozesse. Langlebigkeit baut auf Qualität. Wenn man einen Gegenstand besitzt, der perfekt funktioniert und der noch nach Jahren gefällt, dann entsteht eine Art Freundschaft. Die Patina der Zeit bereichert ein Objekt sogar mit Erinnerungen und Geschichten. Ein Objekt, zu dem wir eine starke emotionale Bindung spüren, verschwindet nicht auf dem Schrott. Es wird weitergegeben, im besten Fall sogar vererbt. Das ist wahre Langlebigkeit. Die wünschen wir uns für Yonda. Besser als Langlebigkeit ist Langlebigkeit gepaart mit ökologischen Materialien. Die Schale von Yonda besteht aus einem recycelten Kunststoff mit einem Füllstoff
aus vielen kleinen Holzfasern, einem Abfallprodukt in Sägewerken. Das Interessante an diesem Granulat ist nicht alleine der ökologische Aspekt, sondern auch seine Wirkung auf die Farben. Größere Holzfasern bleiben sichtbar und verändern durch ihren natürlichen Holzton die beigemischten Farben. Schwarz ist nicht tiefschwarz und Rot ist nicht knallrot. Die Farben wirken weicher und mit ihnen die gesamte Oberfläche. Auf den ersten Blick nimmt man die Holzfasern kaum wahr, man muss sehr genau hinsehen, aber sie erzeugen einen zusätzlichen, natürlichen Effekt. Es ist fast, als würde man die inneren Qualitäten an der Oberfläche sichtbar machen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind die verschiedenen Gestellvarianten. Erst sie machen aus dem einzelnen Stuhl eine ganze Familie und wie in jeder Familie sind die Charaktere ganz verschieden. Die Stühle mit 4-Arm- und 5-Arm-Gestell sind für lange Sitzen gedacht. Wenn man sich über Stunden konzentrieren muss, fällt es irgendwann schwer, sich länger stillzuhalten. Ein bisschen Bewegung täte gut. Wir wollten den Sitz deshalb beweglich lagern und hatten ursprünglich an eine federnde Stange gedacht, die nahtlos an die Sitzfläche angeformt ist. Eine formschlüssige Anbindung hätte uns aber auf wenige Gestellvarianten eingeschränkt. Ein Holzgestell zum Beispiel wäre so nicht möglich gewesen. Die Lösung ist jetzt ein additives Blechteil, das fast so einfach ist wie die starre Anbildung selbst. Der einzige Unterschied ist, dass es von der Säule nicht zu allen 4 Anbindungspunkten gleichzeitig geht, sondern erst zu den vorderen und von diesen zu den hinteren. So bietet Yonda eine echte 3D-Bewegung, die äußerst bequem und gut für den Rücken ist. Einfach, aber effizient. Dem Vierbeinrohrgestell haben wir seinen eigenständigen Charakter verliehen, indem wir einen zusätzlichen Knick in die Hinterbeine eingefügt haben. Wir wollen, dass durch diesen Knick ein klein wenig Elastizität entsteht und die Beine möglichst weit unter der Sitzfläche eintauchen. Das Ganze erinnert an ein abstraktes Gelenk und zusammen mit den zarten Gliedmaßen, um bei dem Bild zu bleiben, verleiht es dem Stuhl die grazile Anmutung eines Ries. Für das Holzgestell haben wir einen anderen Ansatz gewählt. Wir wollten eine Spannung zwischen Gestell und Schale erzeugen. Die Beine sind extrem schräg gestellt, es entsteht eine große Leichtigkeit. Die Form der Holzbeine selbst wirkt archaisch, sie erinnert an rohe Holzscheite. Die Kombination von Holz mit schwarzen oder weißen Schalen schafft interessante Kontraste. Das Spiel mit natürlichen Schalenfarben schafft Harmonie. Zu guter Letzt möchte ich noch den schmalen, eleganten Rand des Sitzkissens hervorheben. Aber keine Sorge, zur Mitte hin, wo das Gewicht liegt, ist das Kissen überraschend dick und weich und bietet einen völlig unerwarteten Komfort. Ich möchte noch auf ein kleines ikonisches Element hinweisen, die Y-förmige Einprägung. Die dient der Strukturierung der Fläche, fokussiert den Blick auf das Zentrum und ist der Link zum Namen Yonda. Auch wenn der Kern der Familie aus nur einer Sitzschale besteht, die Kombination aus 5 Gestelltypen in unterschiedlichen Materialien, 6 Schalenfarben, 2 Sitzkissen und einer vollgepolsterten Version machen Yonda extrem vielseitig. Less is more bedeutet bei Yonda weniger Elemente, aber mehr Möglichkeiten, mehr Nachhaltigkeit, mehr Komfort, mehr Bewegung, mehr Gesundheit, mehr Kurven, mehr Emotionen, mehr Zentrierung auf den Menschen. Ob für den Konferenzraum, das Homeoffice, die Cafeteria oder den Esstisch, es sollte immer möglich sein, ein passendes Outfit zu finden. Zum Thema Design waren das die wichtigsten Punkte, die wir Ihnen mitgeben wollten. Wir sagen Tschüss.